Hallo alle miteinander aus Boratien. In den letzten Kommentaren im Video kam sehr oft der Hinweis, warum machst du in dem Loch, wo der alte Balken stand, kein Feuer? Ganz einfach. Wir haben die höchste Waldbrandwarnstufe in Boratien, die möglich ist. Jedes offene Feuer ist absolut strengstens verboten. Strafen bei Zuwiderhandlung ab 50.000 Rubel mit drohender Gefängnisstrafe. Die Wälder dürfen zurzeit nicht betreten werden. Die Straßen in die Wälder sind gesperrt durch Polizei und Rosquad. Und heute habe ich es geschafft, 1,5 Stunden, und habe das verfluchte Mistding endlich rausgekriegt. Schinderei. Aber es hat sich gelohnt. Jetzt geht's morgen los, den neuen Pfosten zurechtmachen. Ja, und die Ziegelsteine, die da rumlagen. Wer ist da? Halt den Mund! Die Ziegelsteine habe ich auch, immer das letzte Wort, habe ich auch fertig gemacht und abgelagert hinten. Und langsam nimmt die Fläche Gestalt an. Wer ist da? Und in 1,5 Monaten etwa beginnen wir hier, oder in 2, mal gucken, mit dem Fundament für Garage und Banja. Bis zum nächsten Mal, euer Matze. Teil 2 für heute am 15. Mai. Ich mache jetzt Feierabend. So sieht das aus. Stückchen Arbeit. Ich habe mir extra einen großen Elektrohobel besorgt, eben für solche Arbeiten hier in Sibirien. Gekürzt und angefangen. Die ersten 3 Zentimeter sind in einer halben Stunde runter und da ist auch kerzengerade die Fläche. Das ist ein großer 120er Hobel von Interschool. Hat 1,8 kW Leistung. Geht richtig gut ab, das Ding, mit Sanftanlauf. Und weil ich die Sägespinne sammle, für unsere lieben Katzen, fürs Katzenklo, hängt der Staubsauger mit Zyklonfilter dran. So, und jetzt ist Feierabend. Den kleinen Hobel hatte ich auch versucht, aber mit dem ist es mühsam. Der hat bloß 650 Watt. Der kommt damit nicht zurecht. So, morgen und übermorgen geht's weiter. Und dann werden wir den Pfahl setzen. Wenn er fertig gehobelt ist. Alle 4 Seiten. Halbwegs gerade, dass es vernünftig aussieht. Entrinden den Rest. Und dann rennen damit. Bis zum nächsten. Noch eine kurze Geschichte zu unseren Katzen, falls es euch interessiert, warum ich mit die Arbeit mache und das sammle. Das ist frisch gehobelte Hobelspäne. Leider kann ich euch den Geruch nicht am Video mitteilen, aber das hat einen fantastischen Geruch nach frischem Holz. Und dazu gibt es die Geschichte. Auf der Baustelle bei uns hatte ich mal einen Eimer mit Sägespinne stehen, auch vom Hobel zusammengekehrt. Wir hatten früher immer dieses, das ist so wie Tonkrümel, Katzenstreu gekauft. Die gibt's ja Katzahn und anderen Mist. Und das hatten wir in der Katzentoilette. Und unsere Katzen mochten das nicht. Ab und zu gingen die mal woanders hin. Und plötzlich, der Eimer stand da, ich war nicht im Zimmer, alle 3 Altkatzen, Fenja, Odin und Thor, gingen in den Eimer mit dem Sägespäne. Mit einer Wonne, mit einer Freude. Dachte ich, was ist denn hier los? Ja, und seitdem, unsere Katzen haben entschieden, die wollen für ihre Toilette frische Sägespäne oder Hobelspäne haben. Und deswegen habe ich dann den Filter besorgt und sammle alle Hobel- und Sägespäne. Und das kriegen dann unsere 4 Kätzchen mittlerweile, auch Tesla, ins Katzenklo. Und die freuen sich da immer riesig, wenn das Klo frisch ist. Und das riecht auch so richtig fantastisch nach Holz. Mir gefällt das selber. Und auch komischerweise, die Sägespinne nimmt komplett den Gestank oder den Geruch, besser gesagt, vom Katzenklo auf. Es riecht nicht. Wir machen sowieso jeden Tag 2-mal sauber, früh und abends. Ja, und das ist die Geschichte, warum ich mir unbedingt die Mühe mache, das alles sammle. Jetzt habe ich aufgeräumt und jetzt ist Feierabend. Ende für heute.
Für unsere Laderfreunde haben wir noch eine kurze Geschichte. Hier in der Armaturentafel brannten immer Störlampen, Motorlampe, ABS. Und es ging Monate, dass ich ein Ersatzteil bekommen wollte. Drossel Saslanka, Bosch, auf Deutsch die Drosselklappensteuerung von Bosch, sei angeblich kaputt gewesen. Und da das Ding über 6000 Rubel kostet, mit Versand knappe 10 und ich in Cheetah hätte eins bekommen können für 7,5, ein Ulan OD für 8, habe ich mir dann gesagt, da ich am Anfang auch schon Probleme hatte mit dem Auto und mir mit damals schon eins gewechselt hat und ich das alte mitgenommen habe und dann habe das selber prüfen lassen in der Werkstatt, haben die gesagt, das ist nicht kaputt. Ich habe es damals leider verkauft. War ein Fehler, hätte ich aufheben sollen, aber ist egal. Deswegen kam ich auf die Idee, mir das zu kaufen. Einen kleinen Stecker, um die Elektronik vom Auto auszulesen und die Fehler zu suchen. Dazu gibt es eine App auf dem Handy, kann man sich runterladen. Und da habe ich in den letzten Tagen lange experimentiert. Geguckt, gesucht, geguckt, Motorhaube off. Alle Steckverbindungen gelöst, gereinigt und nach 2-3 Mal Stecker reinigen, alle Steckverbindungen, die irgendwie was mit Gaspedal, mit Zündung, mit elektronischen Hauptbauteil zu tun haben, gereinigt, dann mit einem speziellen Kontaktfett versehen. Ich weiß nicht, ob es sowas bei euch auch gibt, denke ich mal ja. War ziemlich billig, 2000 Rubel, ist nicht unbedingt der große Hit. Aber seitdem ich das alles gemacht habe, in den letzten Tagen habe ich ein bisschen Zeit gehabt, auch während der Arbeitszeit mal zwischendurch in der Mittagspause, sind alle Lampen verschwunden. Und der Lader schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Das zur Geschichte mit Lader. Ja, und die Stecker waren regelrecht total verstaubt, leicht feucht. Und ich habe das mit Wattestäbchen und mit einer ganz feinen Putzwolle alles gereinigt und dann mit dem kleinen Pinselchen und speziellen Kontaktfett, feuchtigkeitsabweisend, balsamiert, die Steckkontakte, alles wieder ordentlich zusammengesteckt, verriegelt, insgesamt 8 oder 9 Steckverbindungen und seitdem ist alles wieder ruhig. Sozusagen so ein kleiner Tipp für die Laderfreunde, wenn ihr Probleme mit der Elektronik habt, schaut immer zuerst auf alle Steckverbindungen. Weil das ist die Hauptursache, warum Elektroniken ausfallen. Die Steckverbindungen im Lader sind eigentlich die Krankheit oder die Schwachstellen. Die Module normalerweise, die elektronischen von Bosch, die gehen nicht kaputt normalerweise. Das ist Quatsch. Also das ist jetzt meine Erfahrung hier mit dem Lader. Nicht gleich in die nächste Werkstatt und alles austauschen, sondern selbst mal alle Steckverbindungen auseinander, sauber machen. Die Motorsteckkontakte, sozusagen die Steckdosen, die habe ich mit Kompressor ausgeblasen, sauber gemacht. Und dann auch mit so einem ganz, ganz dünnen Drähtchen, wo ich vorne ein bisschen ganz feines, sagt man das auf Deutsch, Schleifpapier rumgewickelt hatte. Ich hatte mir einen Kupferdraht mit 0,5 mm genommen, dann mit Sekundenkleber ganz hauchdünnes Schleifbett drum gewickelt. Eine Lager, Entschuldigung, ich muss husten von dem Staub, von dem Hobeln. Und dadurch habe ich alle Kontakte, auch die Motorsteckkontakte gereinigt. Und dann wieder mit dem Kupferdrähtchen ein ganz bisschen hauchdünn in jedes einzelne Steckkontaktloch ein bisschen feuchtigkeitsabweisendes Kontaktfett reingemacht. Und dann alles wieder zusammengesteckt. War eine mühevolle Arbeit, das ging über Tage. Jede einzelne Verbindung, auch die Drähte kontrolliert, ob sie alle fest sind. Ein Lockkontrakt habe ich gefunden gehabt. Und ja, das Ergebnis ist, alle Störlampen sind aus. Die einzige, die noch brennt, ist momentan die Tanklampe. Ich muss morgen tanken. Aber ansonsten ist alles wieder picobello. 17. Mai am Nachmittag, 15 Uhr. Eigentlich bin ich am Aufräumen und am Holzsägen. Wir haben eigentlich so eine Mischung aus Sonnenschein und Wind. Und auf einmal kommt Schneekrabbel runter. Seit 10 Minuten.
Heute gab es einen Hänger voll Holz geschenkt. Ich habe im Dorf jemandem geholfen beim Transport. Da gab es einen Hänger Krache voll mit Bauabfall, mit Holz, gutes Holz. Was schon fertig gesägt ist. Ich habe noch ein paar Bröttel, die ich extra gelegt habe, die ich noch für was anderes verwenden will. Aber jetzt muss ich erstmal abwarten. Das Wetter spielt heute vollkommen verrückt in Buratsin. Total chaotisch. Plus 15 Grad und Schneegraupel. Ich habe schon nicht erlebt sowas. Naja. Mal schauen, wie lange der Spaß hier anhält. Eigentlich wollte ich heute noch fertig aufräumen und den Hof einmal durchfegen. Bis später. Guten Morgen aus Buratsin. Ein kurzes Video, um auf ein paar Kommentare zu antworten aus den letzten Videos. Punkt 1. Warum bin ich nach Sibirien gegangen? Ganz einfach, es war unsere private Entscheidung. Ich war viele Jahre, eigentlich 4 Jahre, auf Dienstreisen. Hab kaum die Familie gesehen. Gut, das Geld war okay, konnte nicht meckern, aber ansonsten war alles nicht unbedingt so zufriedenstellend. Dann war ich eine Zeit lang in Nischni Nowgorod bei unserem lieben Remo, den auch viele kennen. Etwa 1 Jahr dort gewesen. Leider haben dann familiäre Umstände uns gezwungen, Nischni Nowgorod zu verlassen. Aber die gehören nicht hierher, das ist privat. Dann waren wir zurück in Ufa, haben die familiären Probleme klären müssen. Ich sag's mal, durch einen Todesfall in der Familie. Und dann war die Entscheidung, was machen wir weiter? Ich wollte nicht wieder auf Dienstreisen gehen. Und fern der Familie sein. Ja, gutes Geld verdienen, aber was nützt mir das Geld, wenn ich Frau und Kinder nicht sehe? Wenn ich im Durchschnitt vielleicht 2, 3 oder 4 Mal, maximal 5 Mal im Jahr zu Hause gewesen bin. Was habe ich dann von meiner Familie? Nichts. So, und deswegen haben wir dann angefangen zu suchen, Jana und ich, was können wir machen, wo können wir hin, wo wir beide einen Job haben. Am besten am gleichen Platz, am gleichen Ort. Und das haben wir hier durch Zufall in Sibirien gefunden. So, und jetzt noch ein kurzes Detail. Man hat gesagt, das wäre statisch. Nein, ist es nicht. Hier sind dazwischen die Gummis. Hier unten in der Fixierung ist ein Gummilager drin. Und der Gummi geht bis hier oben, bis zur Scheibe. Das heißt, der Luftfilter ist immer noch dynamisch aufgehangen und kann sich bewegen. Die Schrauben sind nur zur Fixierung, weil der immer wieder rausspringt auf den schlechten Straßen. Und das extrem nervig ist. So, und jetzt bis zum nächsten Mal, euer Matze.